individuell ist auch schon Genau. eingestellt. Den natürlich gleich aus. Wobei, warte mal, wir können ja einmal kurz Hier kommen wir hier hoch. Wobei, Motor ist ja kalt, oder? Gib ihm 8,5. Ja? Ja, wenn uns die Launch Control erlaubt, jetzt einen Ja, Start zu machen, klar, tut dann sicher. machen wir das natürlich auch, oder? So. So, dafür müssen wir hier in Sportmodus gehen. Genau, aber muss nicht im Handschalter-Modus Ach so. sein. Rechts. Genau, und los. Ja, macht er. Gut, ne? Also die Lenkung arbeitet sehr schön direkt, hat ein relativ hohes Gewicht. Das könnte ein bisschen angenehmer sein. Also ist für meinen Geschmack jetzt fast ein bisschen zu stark. Aber das ist noch okay. Ist allerdings jetzt auch wieder mal nicht so richtig mitteilsam. Also ob man jetzt irgendwie anfängt zu untersteuern, das merkt man in erster Linie wirklich durchs Popometer. Aber nicht durch die Lenkung, was ein bisschen schade ist. Was man sagen muss, die Bremse funktioniert tatsächlich endlich, Halleluja, vernünftig. Ist allerdings natürlich auch die aufpreispflichtige Keramikbremsanlage. Also es zeigt sich auch bei dem Audi, also er ist schnell und er fühlt sich auch gut an. Also man hat ein gutes Vertrauen darin, mit dem schnelle Runden zu fahren. Aber man muss wirklich sehr, sag ich mal, vorsichtig fahren, weil sobald man ein kleines bisschen mehr als 100% macht, wird man mit harten Untersteuern bestraft. Und man kriegt den tatsächlich auch kaum über richtige Lastwechsel mit dem Heck provoziert. Jetzt auf der Rennstrecke, wie ist da so dein Eindruck, dein erster? Das ist halt MQB. Ja? Ich meine, das ist ein tolles Auto, funktioniert hervorragend. Ja? Rechts ist frei. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mich trotz aller Kraft und aller Traktion von den Socken haut. Das Ja? bewegt da nicht, ne? Nö. Ja? Der ist relativ schnell, wobei Ja. du musst ihn exakt auf 100% fahren, damit er auch wirklich schnell ist oder bleibt. Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt, diese 100%-Nummer, weil wenn du einmal den Bremspunkt verpasst, ja, dann geht er sofort ins Untersteuern. Ja, ganz hart. Ja? Und Du hast, das, was ein bisschen schade ist, vor allem, das Repertoire ist relativ begrenzt. Also du hast Ja. in der Kurve, wenn du es dann einmal übertrieben hast, hast du keine Möglichkeiten, keinen Spielraum, da irgendwie noch was zu machen. Ne? Du kannst nicht einfach angasen, weil dann schiebt er halt noch mehr. Richtig. Da kann leider der Quattro, klar, der sorgt dafür, dass du dabei Traktion hast. Ja. Aber gegen die untersteuernden Vorderräder macht er halt trotzdem nichts, weil er halt auf dem Belag, auch wenn es Audi immer so gerne jetzt in den Pressemitteilungen verkauft hat, oh, der kann theoretisch bis zu 100%. Natürlich kann er theoretisch bis zu 100%. Das ist Haldex, der kann halt, aber nur dann 100%, mehr als 50 gehen halt nur dann, wenn er halt, hey, die Leute freuen sich, wenn wir hier in Italien fahren. Und, wenn er halt wirklich an der Vorderachse gar keinen Grip mehr hat. Ja. Also wenn die Räder da hohl durchdrehen. So, das heißt, in der Praxis bist du bei maximal 50% hinten. Die helfen dir fahrdynamisch jetzt nicht so viel. Nö. Und es fehlt an der Vorderachse dann halt, da sind wir wieder bei dem Thema, Sperrdifferential. Ja. Differential wäre ein probates Mittel, um dafür Richtig. zu sorgen, dass er dann wenigstens so ein bisschen noch was aus dem Untersteuern gemacht kriegt. Haben wir halt auch nicht. Dafür stattdessen ist halt wieder die Elektronik, die da versucht, die Räder einzubremsen.
wir ja ein paar Runden da in Vallelunga gefahren. Lustige, eckige Strecke mit wahnsinnig rauem Belag und viel Grip. Aber ich wollte mit dem keinen Trackday machen. Ja? Also dafür ist er mir zu schwer und zu wenig Fahrdynamik, so dass ich sage, oh, das macht mir Spaß. Ja. Ja, weil wenn ich in den Trackday gehe, will ich ja nicht unbedingt die letzte Zehntelsekunde und nochmal ein bisschen früher am Gas aus der Kurve raus, sondern ich will Spaß haben. Ja, was mir aber tatsächlich halt für die Rennstrecke am ehesten fehlt, ist das, was ich gerade meinte, einfach die Möglichkeiten. Also wenn du halt die Kurve ein bisschen verschläfst, wenn du den Scheitelpunkt verpasst, wenn du den Bremspunkt verpasst, dann kannst du halt normalerweise immer noch mal schön arbeiten, kannst durch den Lastwechsel das Auto noch mal ein bisschen reinwerfen oder auf der Bremse rein positionieren oder so. Aber trotzdem wir ja hier diese Mischspurreifung haben, 255 vorne, 235 hinten, trotzdem ist er jetzt nicht so agil mit dem Heck wie ich. Nö. Also du kannst ja brutalen Lastwechsel nach dem Einlenken probieren, indem du nochmal vom Gas gehst und so, dann kommt er so ganz kurz so ein bisschen mit dem Heck, aber das ist alles nichts, wo du sagst, oh, jetzt wird's lustig. Ne? Ja, genau. Also mir hat das tatsächlich gefehlt, dass man wenigstens, also das hatte meinem Empfinden nach, aber dem bin ich nur auf der Straße gefahren, der S3 sogar mehr. Ja? Beim S3 konntest du sogar deutlich mehr auf der Bremse das Auto positionieren und dann kam der auch schön und dann kam der auch wirklich quer. Denk an unsere Fahrt mit dem Golf R. Auch das hat Golf eigentlich mehr Spaß gemacht. Richtig. Ne? Ja. Weil der auch mehr Happy Tail hatte als er hier. Genau. Der Motor ist schon ordentlich. Ja, ne? Du, ich glaube eigentlich, oder für mich nicht nur, ich bin der Meinung, das Auto lebt von diesem Motor. Ja. Ne? Weil das hat keiner zu bieten. Das ist auch beim RSQ3 so. Aber hier kommt er noch ein bisschen besser raus einfach. Ne? Der Klang, dieses Blecherne, dieses heisere, röchelnde, das wir jetzt auch ganz anders betont haben. Bei der TTRS, der war ja sehr dumpf und grollig im Grunde genommen. Und hier hast du ja richtig auch dieses helle Fauchen und Rauchen. Und das ist... Hier darf er alles. Schon, genau, das also ist schon geil. Hier, gemacht. wenn du so ein bisschen fährst und auch so ein bisschen mit dem Gas spielst und dann das Zischen, das Wastegates und so, da kriegst du dann schon so Emotionen wie, oh, das ist so wie damals Stig Blomqvist, weitere auf dem Audi Quattro bei der Rallye Monte Carlo. Genau. Ja? Das kann Audi halt schon gut. Die wissen, wie man Autos baut. Ne? Bisher wussten sie halt nicht, wie man emotionale Autos baut. Ja. Bisher waren sie da total glatt gestriffen. Das war ja auch beim R8, da hast du, der 10-Zylinder klingt abartig gut, aber du hast da keinen Gurgel, kein Knattern, kein Knallen, nichts gehabt. Und das ist ja erst mit dem RSQ3, mit dem Facelift, haben sie da ja überhaupt mal angefangen, dass die Autos jetzt mal so Geräusche machen dürfen. Und das finde ich schon mal einen sehr guten Schritt. Wenn es jetzt noch so emotional fahren würde, wie es klingen würde. Ja. Also da müssen sie noch einen Schritt weiter gehen. Ja. Ja, aber jetzt sag du mal, jetzt haben wir hier den RS3. Ne? Wir haben demnächst dann A45 Facelift, wir haben M135i, wir haben Golf R. Schon der S3, der normal ist, ein tolles Auto. Wo geht diese Reise hin in dieser Klasse? Weil jetzt hier 367 PS, das lässt sich Mercedes, BMW, das lassen sie sich alle nicht nehmen. Naja, das Problem ist ja auf dieser Reise... Frei. Nein, es ist nicht frei. Ja, es ist eine seltsame Verkehrsführung. Deshalb brauchen wir das vielleicht. Also hier wäre jetzt frei. Das Problem, das es meiner Meinung nach auf dieser Reise gibt, ist, dass außer dem BMW hat es keiner von den Herstellern geschafft, ein emotional zu fahrendes Auto auf die Beine oder auf die Räder zu stellen. Ja. Der BMW, gut, ich würde den jetzt auch nicht eine Ausgeburt an Emotionalität nennen. Aber er hat halt Hinterradantrieb. Genau, er hat halt den Heckantrieb, mit dem du in jeder Zeit arbeiten kannst. Ja. So in der A45, er ist ein sturer Bock. Mit dem hast du ein bisschen mehr Spielraum zum Arbeiten, würde ich sagen, als mit dem hier. Ja. Den A45 kannst du mehr auf der Bremse und auch auf dem Lastwechsel bewegen. Aber auch nur noch auf den letzten 10%. Ne? Ja. So finde ich ihn eigentlich relativ... Ja, ist halt ein starker Kompaktwagen. Genau. Aber der macht halt eine Menge Rabatz. Der ist so ein bisschen overcomposed irgendwie. Wir sind nicht so sehr... Wir versuchen da jetzt was zu machen, aber er ist nicht so geil, wie er es gerne wäre. Finde ich zumindest.
Aber er hat schon ein gutes Turboloch unten rum, ne? Ja, ja. Also den musst du auch auf Drehzahl halten, damit er dir wirklich am Kurvenscheitelpunkt auch entsprechend Gas zur Verfügung stellen kann. Das war der Autoschlüssel. Jetzt haben wir den Autoschlüssel verloren. Hier joggen ist auch bescheuert. Ja, das ist genau das halt. Aber die Bremse ist geil, wie du das Auto auf der Bremse trotzdem noch bewegen kannst. Aber wie gesagt, es fehlt halt Positionierbarkeit auf der Bremse. Eben. Die Regelung von der Bremse, das ABS, ist genial. Da merkst du halt, er hat Traktion. So, und wenn du über die Kuppe kommst, dann kriegst du wenigstens mal das Heck in Bewegung gebracht. Aber ansonsten... Also normalerweise selbst den Golf R hättest du da jetzt schon ein bisschen deutlich querer gekommen. Quer in der Kurve reinhängen gehabt, aber das Panzertape gesicherte Mikrofonkabel fällt auch schon ab. Jetzt laufen wir auf jemanden auf, dann können wir ja wenigstens wieder ein bisschen hier Ordnung schaffen im Auto. So. Also die Akustik gerade zusammen mit dem Turbolader, den man wirklich auch hört und ein bisschen das Wastegate am Zwitschern und so, das ist toll. Geil. Das ist super. Der 5-Zylinder ist halt... Warte mal eben. Aber kurz keinen Scheiß, soll ich Ja. jetzt mal irgendwie davor kommen? Der hat sich so festgekeilt hier. So, jetzt. Ja, ein paar schöne Kurven waren das, ne? Ja. Vor der Veranstaltung habe ich gedacht, naja klar, es ist jetzt die 15. MQB-Variante, die wir in den letzten 2 Jahren fahren. Das ist jetzt, kennen wir ja alles schon. Aber beim RS3, ich glaube, Audi hat jetzt alles anders gemacht. Ich glaube, der ist jetzt ein richtiger Rabauke. Der geht durch die Ecken und... Nö. Nee, macht er so richtig auch nicht. Es bleibt halt damit dann doch wieder das Gefühl für mich jetzt gerade, ja, es ist die 15. MQB-Variante, die ich in den letzten 2 Jahren gefahren bin. Aber mit dem geilsten Motor. Mit dem geilsten Motor. Definitiv. Aber ansonsten Business as usual. Ja. Ja, mir fällt es noch schwer, wem ich sagen könnte, kauft das Auto. Ja. Ja, guckst du doch jetzt an. Du warst jetzt gerade bei der Nordschleife. Ja? Ein 1M siehst du dort, der auch nicht häufiger gebaut wurde als der erste RS3. Sehr häufig. Ein RS3 siehst du ganz wenig. Handverlesen, wenn überhaupt. Ich habe am Wochenende keinen einzigen gesehen am Karfreitag. Also ich bin ja erst nach Karfreitag gekommen, aber ja, ich habe keinen gesehen. Ja. Also und da ist es einfach, das Auto ist nicht irgendwo in der Szene angekommen als Track-Tool, sondern es ist ein Auto, was luxuriös ist. Wir haben hier Alcantara, wir haben hier Leder, wir haben hier ein tolles Navi, wir kriegen bestimmt auch noch ein tolles Soundsystem dazu. Für Leute, die sich sportlich fühlen wollen und mal zwischendurch auch eben im Gaspedal ein bisschen Kasperle-Theater machen, indem sie sagen, oh, hör mal den 5-Zylinder. Ja? Und halt dann auch schnell mal beschleunigen können. Da fällt mir halt dann ein Wort ein, das ich so unhöflich finde, dass ich es eigentlich gerade Audi wegen nicht sagen möchte. Eine Protzkiste. Aber... So ein bisschen schon. Ja. Naja, dann bleiben wir mal dabei. Ja. Wisst ihr Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.